Wie entsteht unser Geld? Das klingt nach einer einfachen Frage, die aber die meisten falsch beantworten. Einige sagen, der Staat druckt das Geld. Andere, Geschäftsbanken zaubern es aus dem Nichts. Und wieder andere haben wilde Theorien über geheime Geldschöpfung. Und das Verrückte ist, ein Körnchen Wahrheit ist zumindest in der ersten und in der zweiten Aussage drin. Im Kern liegen aber beide daneben. Da die Geldschöpfung ziemlich komplex ist, wird es heute technisch. Wir wollen ja mit Mythen aufräumen und keine neuen schaffen. Aber technisch heißt nicht langweilig. Und die Geldschöpfung geht uns alle an. Also macht es euch bequem und wir legen los. Heute gibt es im Wesentlichen zwei Formen von Geld. Buchgeld, auch Giraldgeld genannt, und Zentralbankgeld. Erstmal, was ist überhaupt eine Zentralbank? Eine Zentralbank ist einerseits eine Behörde, die Banken kontrolliert und reguliert, und andererseits die Bank der Geschäftsbanken. So wie wir Konten bei einer Geschäftsbank haben, haben die Geschäftsbanken Konten bei der Zentralbank. Und das Geld, was auf diesen Konten liegt, ist Zentralbankgeld, die digitale Form des Zentralbankgeldes. Die Guthaben der Geschäftsbanken bei der Zentralbank ist die häufigste Form von Zentralbankgeld. Neben Geschäftsbanken haben auch andere Behörden und öffentliche Stellen zum Teil Konten bei der Zentralbank. Außerdem verwalten manche Zentralbanken Konten für eigene Beschäftigte. Doch abgesehen von diesen Sonderfällen haben nur Geschäftsbanken den regulären Zugang zum digitalen Zentralbankgeld. Verbraucher und Unternehmen können das Zentralbankgeld ausschließlich in physischer Form, also als Bargeld nutzen. Doch was genau ist eigentlich Zentralbankgeld? Um das zu verstehen, müssen wir uns die Bilanz einer Zentralbank anschauen. Die konsolidierte Bilanz des Eurosystems könnt ihr euch direkt auf der Webseite der EZB ansehen, falls es euch im Detail interessiert. Für unsere Zwecke habe ich die Darstellung etwas vereinfacht. Ich habe einige Positionen zusammengefasst und die Anzahl der Posten reduziert, damit es übersichtlich bleibt. Die Bilanz einer Zentralbank ist im Grunde nicht anders aufgebaut als jede andere Bilanz auch. Sie besteht aus zwei Seiten, aktiver und passiver. Auf der Aktivseite stehen die Vermögenswerte. Auf der Passivseite steht, wie diese Vermögenswerte finanziert wurden, also durch Verbindlichkeiten oder Eigenkapital. Die Bilanzsumme, also die Summe aller Aktiva, muss immer identisch sein mit der Summe der Passiva. Oder anders gesagt, die Bilanz muss immer ausgeglichen sein. Was steht denn auf der Aktivseite einer Zentralbankbilanz? In der Regel finden wir dort drei zentrale Positionen. Gold- und Währungsreserven, Forderungen gegenüber Kreditinstituten, also Kredite an Geschäftsbanken, und Wertpapiere, vor allem Staatsanleihen und andere Schuldtitel. Alle Positionen werden summiert und als Bilanzsumme auf der Aktivseite ausgewiesen. Auf der Passivseite haben wir ebenfalls drei zentrale Positionen. Banknotenumlauf, das ist das gesamte im Umlauf befindliche Bargeld, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, also die Guthaben der Geschäftsbanken bei der Zentralbank, und Verbindlichkeiten gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets. Das sind in der Praxis Euro-Guthaben, die vor allem von ausländischen Zentralbanken als Währungsreserve gehalten werden. Die Differenz zwischen Aktiva, also Vermögenswerten, und den Verbindlichkeiten bilden das Eigenkapital der Zentralbank. Genau wie bei einem Unternehmen oder einer Geschäftsbank ist das Eigenkapital also einfach die bilanzielle Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Und warum erzähle ich das alles? Weil genau in den ersten drei Positionen der Passivseite das Zentralbankgeld auftaucht. Und für unsere Frage, wie entsteht eigentlich Geld, sind vor allem die ersten beiden Positionen relevant. Der Bargeldumlauf und die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, also die Zentralbankguthaben der Banken. So, und jetzt zur Frage, wie entsteht Zentralbankgeld? Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, wie neues Zentralbankgeld entstehen kann. Durch Kreditvergabe an Geschäftsbanken oder durch den Ankauf von Vermögenswerten, zum Beispiel Staatsanleihen. Fangen wir mit der ersten Möglichkeit an, dem Kredit. Angenommen, die Commerzbank möchte sich 500 Euro bei der Bundesbank leihen, um zum Beispiel Überweisung an eine andere Bank abzuwickeln, um Bargeld an Kunden auszuzahlen oder um Mindestreserveverpflichtung zu erfüllen. Die Bundesbank prüft zunächst den Antrag, vor allem die Sicherheiten, die die Commerzbank hinterlegt. Denn die Zentralbank verleiht Geld nur gegen Sicherheiten. In der Praxis läuft das meist zügig, weil die Zentralbank im Voraus eine Liste akzeptierter Sicherheiten veröffentlicht. Wichtig ist an dieser Stelle nur, ohne Sicherheiten gibt es keinen Kredit. Wenn alles passt, nimmt die Zentralbank folgende Buchungen vor. Aktivseite, Forderungen gegenüber Kreditinstituten, plus 500 Euro. Die Zentralbank hat jetzt eine Forderung gegenüber der Commerzbank in Höhe von 500 Euro. Passivseite, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, plus 500 Euro. Das Konto der Commerzbank bei der Bundesbank wird um 500 Euro erhöht. Die Bilanzsumme steigt auf beiden Seiten um 500 Euro. Und genau in diesem Moment ist neues Zentralbankgeld entstanden. Rein durch einen buchhalterischen Vorgang im Rahmen der Kreditvergabe. Heißt es, dass das Geld aus dem Nichts geschaffen wurde? In gewisser Weise ja. Es wurden dafür weder Münzen geprägt noch Scheine gedruckt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass für diese Kreditvergabe die Bank Sicherheiten hinterlegen musste. Ohne diese Sicherheiten wäre es zur Kreditvergabe gar nicht gekommen. Also völlig aus dem Nichts entsteht das Geld nicht. Aber wie kommen wir als Verbraucher an das Geld? Und wer druckt es eigentlich? Wer das Geld tatsächlich druckt, ist für den Banknotenumlauf unwichtig. In Deutschland übernehmen das die Bundesdruckerei und ein privates Unternehmen namens Giesecke und Devrient.
Letzteres produziert übrigens nicht nur Euroscheine, sondern auch Banknoten für rund 100 weitere Währungen. Der Auftrag zum Gelddrucken kommt natürlich von der Zentralbank. Aber wie viele Scheine am Ende tatsächlich im Umlauf gebracht werden, entscheiden nicht Sie, sondern wir als Verbraucher. Denn je mehr Bargeld wir abheben, desto mehr muss auch produziert werden. Was heißt das konkret und wie läuft es in der Praxis ab? Hier fangen wir ausnahmsweise von hinten an. Verbraucher gehen zur Bank und heben Bargeld ab. Je öfter sie es tun, desto schneller geht in privaten Geschäftsbanken das Bargeld aus. Private Geschäftsbanken können das Bargeld natürlich nicht selber drucken und auch nicht bei Giesecke und Devrient direkt bestellen. Sie müssen es über die Zentralbank besorgen. Wie tun sie es? Bleiben wir einfachheitshalber bei der Commerzbank und nehmen an, die Commerzbank braucht 500 Euro, um die Geldautomaten zu befüllen. Sie schickt einen Mitarbeiter oder beauftragt einen Geldtransporter, um das Geld von der Filiale der Bundesbank abzuholen. In der Filiale sagt der Mitarbeiter der Commerzbank, ich möchte 500 Euro vom Konto der Commerzbank abheben. Der Bundesbankmitarbeiter prüft, ob auf dem Konto der Commerzbank mindestens 500 Euro verfügbar sind. In unserem Fall ja, die hat es ja vorher gegen Sicherheiten ausgeliehen. Die Bundesbank bucht daraufhin Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten minus 500 Euro, Banknotenumlauf plus 500 Euro. Anschließend fragt der Mitarbeiter der Bundesbank, in welcher Stückelung die Commerzbank das Geld benötigt und übergibt die entsprechenden Banknoten. Die Gesamtmenge an Zentralbankgeld bleibt gleich, aber es wechselt die Form von digitalen Zentralbankgeld, Reserven, zu physischen Zentralbankgeld, Banknoten. Wie viel Zentralbankgeld geschaffen wird, kann die Zentralbank steuern. Welche Form das Zentralbankgeld annehmen wird, entscheiden allerdings die Verbraucher. Für die Notenbank ist es aber vom Vorteil, wenn die Verbraucher möglichst viel mit Bargeld zahlen. Denn das erhöht die Nachfrage nach Zentralbankgeld und vereinfacht den Transmissionsmechanismus, also de facto die Wirksamkeit der geldpolitischen Entscheidungen. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum das Eurosystem so an der Einführung des digitalen Euro interessiert ist. Denn wenn die Menschen immer weniger Bargeld nachfragen, und das tun sie zahlen immer öfter mit der Karte, sinkt die Gesamtnachfrage nach Zentralbankgeld. Der digitale Euro ist eine Möglichkeit, diesen Rückgang bei der Bargeldnutzung auszugleichen. Was passiert aber, wenn die Commerzbank seinen Kredit von 500 Euro zurückzahlt? Wenn die Commerzbank den Kredit zurückzahlt, egal ob bar oder unbar, dann wird das Ganze wieder aus der Bilanz ausgebucht. Aktivseite, Forderung gegenüber Kreditinstituten, minus 500 Euro. Passivseite, wenn bar zurückgezahlt, Banknotenumlauf minus 500 Euro. Wenn unbar, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten minus 500 Euro. In beiden Fällen schrumpft die Bilanz um 500 Euro. Das zuvor geschaffene Zentralbankgeld wird dadurch vernichtet. Das Zentralbankgeld wird also nicht dadurch vernichtet, dass jemand die Scheine schreddert oder verbrennt, es wird alleine durch die Rückzahlung des Kredits an die Zentralbank gelöscht, buchhalterisch. Ob die Banknoten tatsächlich physisch vernichtet werden oder einfach im Tresor der Bundesbank liegen und auf die nächste Auszahlung warten, ist für die Geldmenge der Zentralbank völlig irrelevant. Die zweite Möglichkeit, wie Zentralbankgeld entstehen kann, ist der Ankauf von Vermögenswerten durch die Zentralbank. In den meisten Fällen sind es Staatsanleihen, die die Zentralbank den Geschäftsbanken abkauft. Aber es können auch Unternehmensanleihen oder andere Vermögenswerte sein. Für den Mechanismus der Geldschöpfung ist es völlig egal, was gekauft wird, ob deutsche Bundesanleihen oder ein Häuschen am Tegernsee. Entscheidend ist, die Zentralbank kauft etwas und zahlt dafür mit neu geschaffenem Zentralbankgeld. Nehmen wir das gängigste Beispiel, Staatsanleihen, und bleiben bei der Commerzbank. Die Commerzbank hat früher auf einer Auktion ein paar Bundesanleihen zum Stückpreis von 200 Euro gekauft. Jetzt will sie diese an die Bundesbank verkaufen und die Bundesbank ist bereit, 205 Euro pro Stück zu zahlen. Was passiert buchhalterisch? Die Bundesbank bucht auf ihrer Aktivseite plus 410 Euro unter Wertpapiere. Sie hat ja 2 Anleihen zu je 205 Euro gekauft. Und auf der Passivseite plus 410 Euro unter Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, in diesem Fall gegenüber der Commerzbank. Das Geld landet auf dem Zentralbankkonto der Commerzbank. Ergebnis? Die Bilanzsumme der Bundesbank steigt um 410 Euro und dadurch entstehen 410 Euro neues Zentralbankgeld. Was passiert, wenn die Bundesbank diese Anleihen später wiederverkauft? Entweder zurück an die Commerzbank oder an eine andere Bank. Dann bucht die Zentralbank diese Position bei sich aus. Zum Beispiel Wertpapiere minus 410, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten minus 410. Die Bilanzsumme schrumpft und das Zentralbankgeld wird dadurch wieder vernichtet. Dasselbe passiert, wenn der Staat, also der Bund, die Anleihen am Ende der Laufzeit zurückzahlt. Das Geld fließt dann nicht mehr an die Commerzbank, sondern direkt an die Bundesbank, die inzwischen ja die Besitzerin der Anleihen ist. Fließt ist natürlich nur bildlich gemeint. In Wirklichkeit passiert Folgendes in der Bilanz. Aktivseite, die Position Wertpapiere wird um 410 Euro reduziert, weil die Bundesbank die Anleihen ausbucht. Sie wurden schließlich getilgt. Passivseite, gleichzeitig werden die Einlagen öffentlicher Haushalte, in diesem Fall das Konto des Bundes bei der Bundesbank, um den Betrag reduziert, den der Staat zurückzahlt. Das zuvor geschaffene Zentralbankgeld verschwindet damit wieder aus der Bilanz. Es wird vernichtet. Wenn der Rückzahlungsbetrag von dem Buchwert abweicht, wird die Differenz als Gewinn oder Verlust verbucht. Diese Form von Geldschöpfung wird als Quantitative Easing genannt.
Wie viele von euch sicher schon gehört haben, diese Methode ist umstritten und das aus mehreren Gründen. Bei der Kreditvergabe ist klar, wann und wie viel Geld die Zentralbank wieder einsammelt, nämlich bei der Rückzahlung des Kredits inklusive Zinsen. Beim Quantitative Easing ist das schwieriger. Die Zentralbank kauft in großem Umfang Staatsanleihen oder andere Wertpapiere, aber ein späterer Wiederverkauf ist mit Risiken verbunden. Es kann das Finanzsystem stark belasten. Es ist unklar, zu welchem Preis die Wertpapiere verkauft werden können und ob es überhaupt genügend Käufer gibt. Hinzu kommen weitere Bedenken, etwa Marktverzerrungen, überhöhte Vermögenspreise und einiges mehr. Auf diese Kritikpunkte gehe ich in diesem Video nicht näher ein, das würde den Rahmen sprengen. Wichtig ist an dieser Stelle nur, dass die Zentralbank zwei Möglichkeiten hat, neues Zentralbankgeld zu schaffen. Durch Kredite an Geschäftsbanken oder durch den Ankauf von Vermögenswerten. Die kontrollierbare Methode ist die Kreditvergabe. Deshalb ist die bei den Notenbanken auch die erste Wahl. Zur zweiten Option greifen sie nur, wenn die erste nicht mehr ausreicht. In beiden Fällen entsteht das neue Geld zunächst in digitaler Form, als Zentralbankreserven auf den Konten der Geschäftsbanken. Wenn eine Bank später Bargeld benötigt, kann sie diese Reserven jederzeit in physisches Geld umtauschen. Nun kommen wir zur Frage, ob die Geschäftsbanken beliebig viel Geld schöpfen können. Um dies zu klären, schauen wir uns erstmal an, wie Buchgeld überhaupt entsteht. Im Prinzip funktioniert die Schöpfung von Buchgeld ganz ähnlich wie die von Zentralbankgeld, nur dass es nicht von einer Zentralbank, sondern von einer Geschäftsbank geschaffen wird. Wie sieht es in der Praxis aus? Max Mustermann geht zu seiner Hausbank und sagt, ich brauche einen Kredit in Höhe von 400.000 Euro, um ein Haus zu bauen. Das ist mein Grundstück, das ist mein Bauplan und das sind meine Einnahmen und Ausgaben. Die Bank prüft alles, ist überzeugt und vergibt den Kredit. Was passiert jetzt buchhalterisch? Die Bank bucht. Aktivseite, Forderungen gegenüber Max Mustermann, plus 400.000 Euro. Passivseite, Sichtanlage Max Mustermann, plus 400.000 Euro. Ergebnis, die Bilanzsumme der Bank steigt um 400.000 Euro. Und dadurch sind 400.000 Euro neu entstanden, einfach durch Buchung. Eine feste Obergrenze, wie viel Buchgeld eine Bank schöpfen darf, gibt es nicht. In der Praxis unterliegt allerdings jede Geschäftsbank einer Reihe von Begrenzungen. Begrenzung Nummer 1, Eigenkapitalanforderungen. Für jeden vergebenen Kredit muss die Bank Eigenkapital vorhalten. Wie viel genau, hängt vom Risiko des jeweiligen Kredits ab. Aber eins kann man schon sagen, je mehr Kredite, desto mehr Eigenkapital braucht die Bank. Und das Eigenkapital ist begrenzt, was die Geldschöpfung erheblich limitiert. Wenn ein Kunde seinen Kredit nicht zurückzahlt, muss die Bank Forderungen abschreiben. Das reduziert den Gewinn und damit auch das Eigenkapital. Weniger Eigenkapital bedeutet weniger Spielraum für neue Kredite. Das diszipliniert die Banken und sorgt dafür, dass sie die Bonität ihrer Kunden und die Erfolgsaussichten ihrer Vorhaben sorgfältig prüfen. Begrenzung Nummer 2, der Zahlungsverkehr. Die zweite große Bremse ist der Zahlungsverkehr zwischen den Banken. Bleiben wir bei unserem Beispiel. Max Mustermann bekommt 400.000 Euro Kredit von der Commerzbank, um ein Haus zu bauen. Das Geld lässt er aber nicht auf dem Konto liegen, er will ja bauen. Folglich überweist er 100.000 Euro an den Grundstückseigentümer, 250.000 Euro an das Bauunternehmen, 10.000 Euro an den Notar und so weiter. Jetzt kommt es darauf an, bei welchen Banken die Empfänger ihre Konten haben. Nehmen wir an, der Grundstückseigentümer, nennen wir ihn Thomas Müller, hat sein Konto bei der Deutschen Bank. Max überweist also 100.000 Euro von der Commerzbank dorthin. Dann passiert buchhalterisch Folgendes. Commerzbank, Aktivseite, Zentralbankreserven minus 100.000 Euro. Passivseite, Einlage Max Mustermann, minus 100.000 Euro. Bundesbank, Passivseite, Einlage Commerzbank, minus 100.000 Euro. Einlage Deutsche Bank, plus 100.000 Euro. Deutsche Bank, Aktivseite, Zentralbankreserven, plus 100.000 Euro. Passivseite, Einlage Thomas Müller, plus 100.000 Euro. Um Überweisung tätigen zu können, musste die Commerzbank dafür Zentralbankgeld einsetzen. Und Zentralbankgeld kann nur die Zentralbank schaffen. Das begrenzt ebenfalls die Möglichkeit einer Geschäftsbank, Geld zu schaffen. Je kleiner eine Bank ist, desto häufiger muss sie Zahlungen an anderen Banken leisten und desto mehr Zentralbankgeld braucht sie für den Zahlungsverkehr. Eine große Bank wie die Deutsche Bank kann viele Zahlungen hausintern abwickeln. Wenn Sender und Empfänger Kunden derselben Bank sind, braucht es kein Zentralbankgeld. Aber auch große Banken haben kein Monopol. Ihr Geldschöpfungsspielraum ist damit ebenfalls begrenzt. Eine vielfältige Bankenlandschaft ist vorteilhaft für die Geldpolitik. Sie sorgt für eine konstante Nachfrage nach Zentralbankgeld. Und das stärkt den Transmissionsmechanismus, also die Durchschlagskraft geldpolitischer Entscheidungen. Die dritte Begrenzung ist die Mindestreserve. Oft wird sie als der zentrale limitierende Faktor der Geldschöpfung dargestellt. Aber was ist die Mindestreserve überhaupt? Das ist der Betrag an Zentralbankgeld, den Geschäftsbanken bei der Zentralbank halten müssen, und zwar als Prozentsatz ihrer Kundeneinlagen. Hat eine Bank Kundeneinlagen, also Geld auf den Spar- oder Girokonten ihrer Kunden in Höhe von 1 Milliarde Euro und liegt der Mindestreservesatz bei 1%, dann muss die 10 Millionen Euro als Reserve auf einem Konto bei der Nationalen Zentralbank halten. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass die Geschäftsbanken 99% unserer Geldmenge schöpfen und die Zentralbank nur 1%. Die tatsächlichen Verhältnisse schwanken.
In Europa entstehen etwa 2/3 bis 3/4 des Geldes durch die Geldschöpfung der Geschäftsbanken und etwa 1/3 bis 1/4 durch die Zentralbank. Können wir dann sagen, dass der Staat Geld druckt? Nein. Kann der Staat die im Umlauf befindliche Geldmenge erhöhen und die Inflation verursachen? Ganz klar, ja. Auch wenn Geldpolitik nicht auf Zuruf funktioniert, kann der Staat über höhere Ausgaben und neue Schulden die Nachfrage in der Wirtschaft hochtreiben und damit auch die Inflation. Vor allem dann, wenn die Wirtschaft schon am Limit läuft und keine Kapazitäten mehr frei hat. Aber der Staat ruft nicht bei der Zentralbank an und bekommt frisches Geld geliefert. So läuft es nicht ab. Wenn der Staat Geld braucht, gibt er Anleihen aus. Die werden an Banken versteigert und diese müssen dafür bereits Zentralbankgeld besitzen. Das heißt, das Geld war vorher schon da, geschaffen von der Zentralbank, nicht vom Staat. Was Banken dann mit ihrem Geld machen, entscheiden sie selbst. Staatsanleihen kaufen, Kredite vergeben, Unternehmensanleihen kaufen oder einfach auf dem Konto liegen lassen. Und ob die Zentralbank später Staatsanleihen den Banken abkauft und wie lange sie den Banken die Staatsanleihen abkaufen wird, entscheidet die Zentralbank, nicht das Finanzministerium. Die Zentralbank ist zwar eine staatliche Institution, sie untersteht aber nicht dem Finanzministerium. Unser Geld entsteht nicht vom Staat, sondern im Zusammenspiel von Zentralbank, Banken, Investoren, Unternehmen und Haushalten. Kommt denn das Geld aus dem Nichts? Ja, buchhalterisch gesehen schon. Im Moment der Kreditvergabe wird neues Geld geschaffen, das vorher nicht existierte. Aber der Kredit kommt nicht aus dem heiteren Himmel. Max Mustermann bekommt den Kredit nur, weil er ein Grundstück als Sicherheit hinterlegt, ein konkretes Bauprojekt plant und ein regelmäßiges Einkommen nachweisen kann. Er bringt also Sicherheiten mit und sein Humankapital in Form von seiner Arbeitskraft und künftigen Rückzahlungsfähigkeit. Hinter dem neu geschaffenen Geld steht also ein realwirtschaftlicher Gegenwert. Würde hingegen jemand sagen, ich heiße Birne, liege auf dem Sofa, habe keinen Job und kein Einkommen, dann wird ihm keine Bank der Welt einen Kredit geben. Und genau das ist entscheidend. Geschäftsbanken sorgen mit ihrer Kreditprüfung dafür, dass Geld nicht völlig entkoppelt von der Realwirtschaft entsteht. Und damit sorgen die auch für die Werthaltigkeit des Geldes. Natürlich tun sie das nicht aus Altruismus, sondern aus Eigeninteresse. Denn wenn Kredite ausfallen, verlieren Banken Geld. Probleme entstehen, wenn Banken Risiken falsch einschätzen, sei es durch Leichtsinn, Inkompetenz oder durch falsche Anreize. Solche Anreize können entstehen, zum Beispiel durch zu niedrige Zinsen, Anleihekaufprogramme der Zentralbank oder eine zu lasche Bankenaufsicht. Die Zentralbank spielt hier eine wichtige Rolle, nicht nur weil sie die Leitzinsen festlegt, über Anleihekaufprogramme entscheidet und Banken beaufsichtigt, sondern auch weil sie entscheidet, welche Sicherheiten sie im Rahmen ihrer geldpolitischen Operation akzeptiert und zu welchem Wert. Stichwort Haircut. Je höher der Marktpreis eines Vermögenswertes, desto mehr kann eine Bank im Gegenzug von der Zentralbank leihen. Wenn die Zentralbank also den Markt für bestimmte Wertpapiere ankurbelt, steigen deren Preise und damit auch ihr Sicherheitswert. Um Blasenbildung zu verhindern, kann die Zentralbank Zinsen erhöhen, höhere Abschläge, Haircuts auf Sicherheiten verlangen oder bestimmte Vermögenswerte gar nicht mehr akzeptieren. Denn um Wertpapiere zu kaufen, braucht eine Bank in der Regel Zentralbankgeld. Wenn die Zentralbank die Kreditvergabe gegen solche Sicherheiten erschwert, bremst sie indirekt den Kauf und damit mögliche Übertreibungen. Unser Geld ist nicht durch Gold oder andere Rohstoffe gedeckt, aber es steht im Normalfall für reale Werte, für Leistungen, Güter, Projekte und Produktionskapazitäten. Solange Kreditvergabe, Regulierung und Geldpolitik im Gleichgewicht richtig funktionieren, hat unser Geld einen realen Wert. Aber wenn die Kontrollmechanismen versagen, droht Entwertung. Das heißt aber nicht, dass eine durch Gold oder andere Rohstoffe gedeckte Währung automatisch stabiler wäre. Ganz im Gegenteil. In einem solchen System würde die Entwicklung der Geldmenge vom Goldabbau abhängen und nicht von der realwirtschaftlichen Entwicklung. Das wäre eine direkte Entkopplung von der wirtschaftlichen Realität und ganz sicher keine sinnvolle Option. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.